Hallo, heute sind wir im Tiergarten Mönchengladbach. Unsere Schilder der Schmuckschildkröten hier, der Wasserschildkröten, ist nur ein Teil von dem, was wir hier halten und manchmal auch nicht so einfach zu bestimmen. Ich habe da sowieso auch Schwierigkeiten mit, muss ich ganz ehrlich sagen, das zu erkennen. Aber das Problem ist häufig, dass die miteinander auch hybridisieren, die einzelnen Arten, und man dann kaum noch erkennen kann, was da eigentlich mal drin steckte. Ebenso ist das, wenn Tiere älter werden, bei den Schildkröten, dass man die Zeichnung immer schlechter erkennen kann und immer mehr verschwimmt, verwischt, und das dann manchmal schwierig noch zu unterscheiden ist. Das ist dann wirklich was für Fachleute, und wir haben da Gott sei Dank hier in der Nähe auch eine Privatperson, die das sehr gut kann, die sich sehr gut auskennt, und da geben wir im Winter unsere Wasserschildkröten auch hin zum Überwintern. Der hat einen großen Kühlschrank, da werden die eingelagert auf Weinlaub in speziellen Bottichen bei gleichbleibender Kühlschranktemperatur. Und wir holen sie dann erst im Frühjahr wieder ab, wenn hier draußen die Temperaturen dauerhaft über 10 Grad sind, Wassertemperaturen, und dann dürfen sie hier eben wieder in ihr angestammtes Becken. Wir halten eigentlich nur nordamerikanische Schildkröten, weil die eben, wie gesagt, mit den Temperaturen im Freiland gut zurechtkommen. Es gibt ja noch viel mehr Wasserschildkrötenarten, die aber durchaus beheiztes Wasser brauchen, warmes Wasser, und das können wir hier natürlich nicht bieten. Wir haben keine Aquarien oder Terrarien, wo wir diese Tiere halten können. Alle unsere Tiere, die wir halten, hier von den Wasserschildkröten, sind alles Abgabetiere, Fundtiere oder zu uns gebrachte oder sogenannte Handtaschenschildkröten. Eine Handtaschenschildkröte ist bei uns eine Schildkröte, die aus der Handtasche gefallen ist und in unserem Becken gelandet ist. Das heißt also, die illegal zu uns gekommen ist, ausgesetzt von Besuchern. Viele schaffen sich diese kleinen Schildkröten, die sehr niedlich sind, an, sind relativ günstig, haben dann ein Aquarium, und da werden sie dann irgendwann zu groß und passen da nicht mehr rein. Das Wasser wird schnell dreckig und die Leute, ist es dann vielleicht auch zu langweilig, oder sie sind der Tiere überdrüssig und dann weiß keiner wohin mit diesen Tieren. Und häufig werden sie dann einfach ausgesetzt in irgendeinem Weiher, in irgendeinem Bach, kleinen Teich oder wie auch immer. Es gibt also kaum ein Gewässer in Deutschland, was keine ausgesetzten Schildkröten beheimatet. Und da ist es natürlich schon ein Problem, weil sie eben durchaus Jagd machen auf einheimische Amphibien, Reptilien, kleine Fische, ähnliches, und die Fauna und Flora eben sehr verändern und als Neozonen gelten und da nicht gerne gesehen sind. Nordamerikanische Wasserschildkröten können also bei uns in freier Wildbahn überleben. Die graben sich dann selber ein in den Schlamm des Teiches und überwintern dort und vermehren sich teilweise sogar auch schon hier bei uns in Deutschland in sehr heißen Sommern wie 18, 19 zum Beispiel. Aber das ist eher die Ausnahme. Die meisten Tiere stammen tatsächlich aus Privathand und wurden ausgesetzt. Damit das nicht immer wieder passiert, sind wir sozusagen eine Auffangstation im weitesten Sinne. Also nicht offiziell, und nicht jeder kann kommen und uns die Schildkröte bringen. Dafür ist unser Gehege einfach viel zu klein. Das geht immer nach Absprache und auch nur bestimmte Arten. Und oft müssen wir auch sagen, nein, tut uns leid, wir sind voll, ich kann sie nicht nehmen. Wie gesagt, wir starten im Sommer meistens mit 8 bis 10 Tieren, die wir aus dem Winterquartier holen, und setzen die wieder ein. Und dann werden das im Laufe des Jahres immer mehr Schildkröten, die entweder offiziell bei uns abgegeben werden oder, wie gesagt, über diese Handtaschenaktion hier bei uns dann auftauchen. Und manchmal habe ich am Ende des Jahres also bis zu 30 Schildkröten,
Und das ist dann natürlich ein Problem, weil wir müssen die Tiere natürlich weiter vermitteln. Das tun wir, wie auch die Privatpersonen, bei denen die eben dann überwintern. Und wir versuchen dann im nächsten Frühjahr wieder nur mit 10 Tieren anzufangen. Also wir bemühen uns auch natürlich nach vorheriger Kontrolle des Lebensraums, die Schildkröten wieder zu vermitteln an Privatpersonen mit Teichen, mit geeigneter Umwehrung oder Zaun, dass sie nicht wieder ausbüchsen und solche Sachen. Also es ist ein großes Feld, macht viel Arbeit, ist sehr zeitintensiv, weil natürlich diese Vermittlung auch überprüft werden muss und ähnliches. Oder auch Tiere, die zu uns kommen, sind die gesund, die müssen erstmal entwurmt werden, ein Gesundheitscheck und eigentlich. Na, und eigentlich sind wir nicht dafür zuständig, sondern eigentlich müssten das die Tierheime machen, aber die sind auch völlig überfordert, die haben meistens nicht den Platz oder den Teich und ja, wir wollen natürlich nicht, dass die Tiere irgendwo draußen ausgesetzt werden. Deswegen bemühen wir uns so gut wie wir eben können, da zu helfen, dass die Tiere dann in gute Hände kommen und weiterleben können und nicht die Fauna und Flora verfälschen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen und schreibt eure Fragen in die Kommentare. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.